Hallo liebe Yoga-Freunde, ich bin Hilda und bin da für euch wieder mit einer Yoga-Sequenz. Heute werden wir Yoga mit dem Block machen. Block. Falls ihr zu Hause keinen Block habt, könnt ihr ein dickes oder zwei weniger dicke Bücher nehmen und einfach zusammenbinden und so zu üben. Der Block ist ein gutes Hilfsmittel im Yoga. Wir können anstatt Sitzkissen den Block nehmen, uns auf den Block hinsetzen im Schneidersitz und wir haben eine wunderbare aufgerichtete Sitzhaltung, langer unterer Rücken, das Becken ist leicht nach vorne gekippt und wir runden nicht den Rücken, wenn wir ohne das Kissen oder ohne den Block sitzen. Sonst benutzt man den Block auch bei den verschiedenen Yoga-Haltungen als Stütze oder auch isometrisch als Verstärkung der Muskulatur. Wir nehmen häufig den Block auch zwischen die Oberschenkel. Dadurch korrigiert sich die Position des Beckens. Das Becken richtet sich auf. Wir aktivieren und stärken unseren Beckenboden und die Innenschenkelmuskulatur und Gesäßmuskulatur. So, dann beginnen wir. Wir brauchen dann noch die Decke und dann starten wir. Zuerst legen wir uns auf den Rücken. Wir gehen in die Rückenlage, nehmen den Block zwischen die Hände. Die Arme sind vor der Brust gestreckt und mit der Einatmung für die Arme nach hinten, Fersen stoßen, den Block pressen und wir gehen in die Länge. Ausatmen, wieder zurück. Ein, Fersen stoßen, lang ziehen, den Block pressen und aus. Noch einmal ein und ausatmen. Dann stellen wir die Füße auf, nehmen den Block zwischen die Oberschenkel und wieder ganz bewusst den Block pressen und mit der Einatmung heben wir das Becken, Rücken in die Schulterbrücke, Arme nach hinten führen, aus, wir rollen langsam ab, Arme mitnehmen. Ganz tief atmen, Ujjayi-Atmung, Kehlkopfatmung, wer die beherrscht. Oder einfach sehr tief verlängert atmen, ausatmen, ganz bewusst die Wirbelsäule spüren, das Abrollen, Wirbel um Wirbel. Noch einmal ein und aus. Und das letzte Mal einatmen. Wir bleiben kurz oben. Mit der Ausatmung senken wir ein wenig das Becken ein, kommen wieder höher. Den Block pressen, aus und ein. Ausatmen, einatmen. Und nochmals aus und ein. Mit der nächsten Ausatmung rollen wir Wirbel für Wirbel wieder zurück, heben die Knie, fassen und kurz anziehen. Rücken seitlich hin und her, schaukeln, den unteren Rücken massieren. Und dann mit der nächsten Einatmung strecken wir die Beine zur Decke aus. Der Block bleibt zwischen den Oberschenkeln, Fersen stoßen und mit der Einatmung die Arme zum Kopf führen. Aus, zieht die Bauchdecke ein und wir senken die Beine, führen die Arme zurück. Der untere Rücken bleibt in Kontakt mit der Matte und ein. Wieder in die Ausgangsposition.
aus. Becken, Boden, Bauch sind aktiviert. Und ein. Wiederholt. Unteren Rücken in den Boden drücken. Einatmen, zurück. Und mit der nächsten Ausatmung bleiben wir in der Position. 2, 3 Atemzüge. Entspannte Schultern, entspanntes Kiefergelenk. Mit der nächsten Einatmung kommt zurück und aus. Nochmals Knie beugen, fassen, anziehen, ein paar Mal hin und her bewegen. Dann lösen wir, nehmen den Block zur Seite vorläufig und kommen über die rechte Seite nach oben in den Vierfüßlerstand. Wer mag, kann jetzt die Decke unter die Knie nehmen. Es ist für die Knie etwas schonender. Und wir positionieren uns im Vierfüßlerstand. Knie unter den Hüften, Handgelenke ganz leicht vor den Schultern, Fingerspreizen. Mit der Ausatmung rollt den Rücken, mit der Einatmung kommt in die Länge. Aus, die Wirbelsäule mobilisieren, ein und nochmals aus. Einatmen. Tiefe, lange Atmung. Und ein. Mit der nächsten Ausatmung Zehen aufstellen. Wir kommen in die Hundposition. Einatmen, zurück. In den Vierfüßlerstand, aus. In die Child's Pose. Ein Vierfüßlerstand, aus. Hund. Ein, zurück in den Vierfüßlerstand. Aus, rund werden, Child's Pose. Noch einmal, ein und aus. Einatmen und aus. Kurz bleiben, ihr könnt den Block nehmen und in der Child's Pose einfach die Stirn abstützen. Für viele Leute ist das angenehmer, für den Nackenbereich. Tief atmen, loslassen. Und mit der nächsten Einatmung hebt den Kopf, nehmt die Arme seitlich, kommt nach oben in den Kniestand. Ausatmen, Anjali Mudra zum Herzen. Jetzt brauchen wir den Block und die Decke nicht. Wir legen das linke Knie auf den Block. Rechter Fuß ist vorne, Knie ist angewinkelt, rechter Winkel, Oberschenkel, Unterschenkel. Einatmen, kommt in die Streckung und aus. Hände zum Oberschenkel und wir schieben das Becken nach vorne. Wir bleiben in dieser Position, mit der Einatmung gehen wir ein wenig zurück und ausatmen wieder. In die Leistendehnung, ein und aus. Einatmen und ausatmen. Wir bleiben. Und dann heben wir den linken Unterschenkel. Wir fassen den Fußrücken. Wer sich stabil genug fühlt, kann auch die andere Hand zum Fußrücken führen, möglichst aufrichten und ausatmen, die Ferse anziehen, wieder ein wenig zurück.
aus, ein, aus und ein. Nochmals ausatmen, kurz halten, tief atmen. Dann lösen wir diese Seite und wir wechseln. Rechtes Knie auf den Block, linkes Bein ist vorne angewinkelt. Einatmen, kommt zuerst in die Streckung, aus, Hände zum Oberschenkel, das Becken nach vorne schieben. Und wieder ein und aus. Einatmen, aus, ein und aus. Kurz bleiben, tief atmen. Und dann wieder mit einer Hand den rechten Fußrücken fassen. Und wer mag, kann noch die andere dazu nehmen. Möglichst aufrichten, ausatmen, die Ferse anziehen, ein, wieder zurück, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Noch einmal ausatmen, kurz halten. Und dann lösen wir vorsichtig. Hände auf den linken Oberschenkel mit der Einatmung. Kommt ins Stehen. Und wir machen weiter stehend. Zuerst machen wir etwas für unser Trizeps. Wir stehen Hüfte breit. Das heißt, das da wäre schon zu viel, etwas schmäler. Und nehmen den Block nach hinten zwischen die Hände, Ellenbogen zeigen nach hinten und dann pressen wir den Block und mit der Einatmung probieren wir die Ellenbogen zu strecken, aus, wieder beugen. Ein und aus. Nochmals ein, aus. Einatmen und kurz halten. Und dann lösen wir. Wir stehen weiterhin hüftebreit, nehmen den Block zwischen die Oberschenkel und geben so richtig Druck gegen den Block. Wir spüren die Sitzbeinhöcker, die sich zusammenziehen, Beckenboden ist aktiviert, Innenschenkelmuskulatur. Mit der Einatmung kommt in die Streckung, aus in die Seitbeuge. Ein, zurück, aus. Ein, zurück in die Streckung, aus, den Block pressen, das Becken zeigen nach vorne, nimm die Arme seitlich in der Drehung. Ein, die andere Seite, aus. Einatmen, zurück in die Streckung, aus, wir führen die Hände zum Lendenbereich, Bauch einziehen, ein, im Brustkorbbereich gehen wir in die Rückbeuge. Ausatmen, bleiben, einatmen, kommt in die Streckung und ausatmen in die Stuhlposition. Ein, Arme zum Kopf, kommt zurück nach oben und wir machen nochmals diese Sequenz. Aus, ein, Seitbeuge an der andere Seite aus und ein. Aus,
aus, Block pressen, das Becken zeigt möglichst nach vorn. Drehung. Eine Mitte, Streckung. Aus, Drehung, andere Seite. Ein, Mitte. Aus, Hände zum Lendenbereich, Bauch einziehen, aktivieren. Ein, im Brustkorbbereich, Rückbeugen. Ausatmen, bleiben. Ein, Streckung. Aus. Wir gehen in die Utkatasana, Stuhlposition und einatmen. Zurück in die Streckung. Ausatmen, Arme senken. Jetzt machen wir eine recht weite Grätsche. Die Füße sind parallel zueinander und jetzt drehen wir die linke Ferse ein. Wir platzieren den Block bei der linken Fußaußenkante. Das Becken zeigt nach vorne. Linkes Knie beugen direkt über der Ferse. Einatmen. Virabhadrasana. 2, der hält 2. Aus. Wir gehen in den Seitenwinkel. Blick nach unten, nach vorne oder nach oben. Ein, zurück in den Heldenkrieger, aus. Noch einmal ein und aus. Wir bleiben kurz in dieser Position. Und dann legen wir die Hand auf den Block. Wir verstärken die Haltung und bleiben. Blick nach unten, nach vorne oder nach oben. Achte darauf, dass diese obere Schulter nicht so nach vorne geht, die strebt mehr nach hinten. Mit der Einatmung zurück, aus. Wir lösen diese Seite, wechseln den Block zur rechten Seite nehmen, Grätsche. Und Füße zeigen nach vorne, die Zehen, rechte Ferse einziehen, Block bei der rechten Außenkante. Wir gehen zurück in die Krieger 2 Position, Held 2, Schulter nach unten sinken. Ausatmen in den Seitenwinkel. Ein und aus. Ein und aus. Dann bleiben wir wieder. Die Hand auf den Block. Wir können den Block auch höher stellen, wer mag. Und wieder obere Schulter strebt nach hinten, Blick nach unten, nach vorne oder nach oben. Tief atmen. Mit der nächsten Einatmung gut zurück, aus. Wir lösen. Jetzt nehmen wir den Block zwischen die Beine. Mit der Einatmung hebt die Arme, Becken kippen. Und jetzt könnt ihr wieder die Position, die Höhe des Blocks selber bestimmen. Tiefer, höher, ganz hoch. Und dann die Hände zwischen die Füße. Legt dann die Stirn oder den Kopf auf den Block ab. Wer keinen Block braucht und bis zum Boden kommt, ist auch gut. Mit der nächsten Einatmung lang werden, Arme seitlich und wir streben wieder nach oben. Ausatmen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den Boden in die Sitzhaltung und nehmen den Block so länglich wieder zwischen die Oberschenkel, Sitzhaltung,
Mit der Einatmung heben wir die Arme und ausatmen. Wir drehen uns links, rechte Hand zum linken Oberschenkel, linke Hand hinten absetzen. Den Block pressen wir, das Ziel ist, dass wir den Hüftbereich nicht so verschieben, sondern dass wir im Becken stabil bleiben. Einatmen und die andere Seite. Einatmen und aus. Noch einmal ein. Nochmals ein. Aus dem Block pressen, Drehung. Und noch einmal ein und aus. Einatmen, Knie leicht beugen und wir gehen in so eine ganz lockere Vorbeuge. Schütteln ein wenig den Kopf, lassen die Schultern hängen. Der Rücken darf auch rund sein. Tief atmen. Mit der nächsten Einatmung Arme seitlich nehmen. Wir streben wieder nach oben und ausatmen. Anjali. Den Block lassen wir immer noch zwischen den Oberschenkeln. Einatmen und aus, Bauch einziehen, Beckenboden aktivieren, den Block pressen und wir legen uns auf den Rücken. Rückenlage, strecken die Beine zur Decke, nehmen die Hände, verschränkte Hände zum Hinterkopf und kreuzen im Knöchelbereich unsere Beine. Den Block fest pressen, Beine, Oberkörper sind im rechten Winkel zueinander und mit der nächsten Einatmung heben wir das Becken aus, zurück. Ein und aus. Wichtig ist, dass wir uns in den Schultern, im Kiefergelenk nicht verspannen, schön entspannt bleiben. Dann kreuzen wir die Beine anders im Knöchelbereich und jetzt machen wir das umgekehrt mit der Ausatmung durch den Mund ausatmen und die Beine heben mit der Einatmung zurück. Dann strecken wir die Arme seitlich aus, wir beugen die Knie, halten den Block immer noch fest zwischen den Oberschenkeln. Mit der nächsten Ausatmung führen wir die Beine links, Kopf rechts drehen und ein, wieder zurück. Aus, Kopf links, Knie rechts und jeweils mit jeder Einatmung Block pressen, richtig kraftvoll zurückkommen. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Wer mag, kann noch stärker wirken in dieser Position. Entweder in der ersten Version bleiben oder mit gestreckten Beinen. Aus. Und ein. Block pressen zurück. Aus. Beine rechts, Kopf links. Und ein. Aus. Und ein. Aus. Und ein. Mit der Ausatmung Beine zum Boden führen. Arme sind entlang des Körpers. Wir halten den Block immer noch fest zwischen den Oberschenkeln. Mit der nächsten Einatmung hebt ein wenig den Kopf, streckt ganz aktiv die Arme entlang des Körpers und die Beine ein wenig anheben. Unter den Rücken in den Boden pressen
bei Nacken, falls der Nacken sich nicht wohlfühlt, den Kopf unterstützen. Und dann lösen wir. Kopf ablegen, Füße aufstellen, den Block können wir jetzt zur Seite nehmen, in Appanasana, Windhaltung gehen und mit den Knien kreisen in eine Richtung und dann in die andere. Dann stellen wir die Füße auf, drehen uns über die rechte Seite und bereiten uns vor für die Shavasana, für die Entspannung. Und heute gestalten wir die Entspannung so, dass wir uns ganz bewusst mit Hilfe vom Block im Brustkorb öffnen. So, wir werden den Block brauchen, dann könnt ihr die Decke falten und mehrmals oder rollen. Das werden wir im Nackenbereich brauchen. Und jetzt legen wir uns auf den Block so, dass der Block ungefähr zwischen den Schulterblättern ist und nicht viel zu weit unten Richtung Lendenwirbelsäule. Wir legen den Kopf auf die Decke, damit der Nacken nicht zu weit zusammengeknüpft ist und Beine sind ungefähr mattebreit, Arme seitlich, Handflächen zeigen nach oben. Wir schließen die Augen und bleiben kurz liegen in dieser Variation von Shavasana. Lassen uns in den Boden richtig sinken. Loslassen. Die Achtsamkeit ist nach innen gerichtet. Nehmt die Energie im Körper wahr und nehmt die Qualität eurer Atmung wahr. Spürt den Raum im Brustkorbbereich. Nehmt dann die Atmung unter der Nasenspitze wahr, die feine, natürliche Atmung, dieses Fließen hinein, hinaus. Und dann beginnt etwas tiefer zu atmen. Und langsam lösen wir. Wir drehen uns kurz auf die Seite, nehmen den Block heraus, strecken uns, ziehen die Knie an. Und dann kommen wir über die Seite. Nochmals nach oben, setzen wir uns wieder auf den Block in die korrekte, aufgerichtete Sitzhaltung. Und das war alles für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Atmet nochmals tief ein und ausatmen. Namaste.